Lektion 1. Verstopfte Abflüsse reinigen. Hey, hast du schon einmal versucht, kochendes Wasser gemischt mit Backpulver in einen verstopften Abfluss zu gießen? Nein, ich kann nicht sagen, dass ich das getan habe. Was ist der Deal damit? Nun, es ist eine natürliche Methode, einen hartnäckigen Abfluss zu reinigen, ohne aggressive Chemikalien zu verwenden. Interessant. Wie funktioniert das genau? Das kochende Wasser hilft dabei, Schmutz oder Ablagerungen im Abfluss abzubauen und aufzulösen. Okay, und das Backpulver, welche Rolle spielt es bei all dem? Das Backpulver ist ein natürliches Desodorierungs- und Reinigungsmittel. Es hilft, den Schmutz abzubauen und zu heben. Ah, ich verstehe. Es ist also eine einfache, umweltfreundliche Art, einen Abfluss zu reinigen, ohne all das giftige Zeug. Genau. Und es ist so viel besser für die Umwelt als diese chemischen Abflussreiniger. Das ist ein toller Tipp. Das muss ich versuchen, wenn das nächste Mal einer meiner Abflüsse verstopft ist. Auf jeden Fall. Achte nur darauf, dass das Wasser wirklich kochend heiß ist, wenn du es abgießt. Ich hab's, und ich sollte es wahrscheinlich ein paar Mal machen, um den Klog wirklich zu überstehen, oder? Ja, das ist der Schlüssel. Wiederhole den Vorgang ein paar Mal, bis das Wasser ungehindert fließt. Toll, das werde ich mir merken. Danke für den tollen Rat, John. Kein Problem, gerne teilen. Lass mich wissen, ob es für dich funktioniert. Lektion 2. Unerwarteter Flughafenaufenthalt. Morgen. Hast du von meinem Flughafenabenteuer gestern Abend gehört? Nein, was ist passiert? Sag mir nicht, dass dein Flug storniert wurde oder so. Nun, irgendwie. Mein Flug war so spät verspätet, dass sie mir am Ende ein Hotelzimmer für die Nacht buchten. Oh nein, das muss ein echter Aufwand gewesen sein. Konnten Sie Ihr Hotelzimmer problemlos bekommen? Eigentlich lief es ziemlich reibungslos. Die Fluggesellschaft hat sich um alles gekümmert und mir ein Zimmer in einem nahegelegenen Hotel besorgt. Das ist gut zu hören. Ich habe gehört, dass die Organisation von Hotelaufenthalten am Flughafen echte Kopfschmerzen bereiten kann. Ja, die Fluggesellschaft war super hilfreich. Sie übernahmen sogar die Kosten für das Zimmer und den Transport zum Hotel. Wow, das ist wirklich nett von Ihnen. Ich bin beeindruckt, dass Sie sich so ins Zeug gelegt haben. Ich auch. Ich war bereit, die Nacht im Flughafenterminal zu verbringen, aber der Hotelaufenthalt war eine angenehme Überraschung. Nun, das ist zumindest ein Hoffnungsschimmer. Hast du wenigstens etwas Ruhe im Hotel nachholen können? Absolut. Ich hatte tatsächlich eine wirklich erholsame Nacht. Viel besser als zu versuchen, am Flughafen ein Nickerchen zu machen. Das ist gut zu hören. Es gibt nichts Schlimmeres, als in einem unbequemen Flughafenstuhl zu schlafen. Genau. Ich bin dankbar, dass sich die Fluggesellschaft um mich gekümmert hat. Es hätte eine viel unangenehmere Erfahrung sein können. Ganz gewiss. Nun, ich bin froh, dass am Ende alles geklappt hat, auch wenn es ein unerwarteter Flughafenaufenthalt war. Ich auch. Ich werde mich auf keinen Fall über ein kostenloses Hotelzimmer beschweren, das ist sicher. Lektion 3. Fallschirmsprungabenteuer.
Wo? Du wirst nie glauben, was ich am Wochenende gemacht habe. Oh wirklich? Erzähl mir nicht, dass du Fallschirmspringen gegangen bist oder so etwas Verrücktes. Eigentlich habe ich genau das getan. Ich habe endlich den Mut gefasst, es auszuprobieren. Auf keinen Fall. Ich kann nicht glauben, dass du Fallschirmspringen gegangen bist. Das muss so eilig gewesen sein. Es war unglaublich. Wir wurden in unsere Gurte geschnallt und in die Luft gehisst. Wow, wie hoch bist du gegangen? Ich kann mir nicht einmal vorstellen, aus einem Flugzeug zu springen. Wir sind bis auf etwa 14,000 Fuß hochgegangen. Und dann sind wir einfach direkt aus dem Flugzeug gesprungen. 14.000 Fuß. Das ist verrückt. Ich hätte die ganze Zeit Angst. Ich gebe zu, ich war anfangs ziemlich nervös. Aber als wir anfingen, im freien Fall zu fallen, war das ein unglaubliches Gefühl. Das kann ich mir nur vorstellen. Mit Hunderten von Meilen pro Stunde durch die Luft zu fallen, muss unwirklich sein. Genau. Und dann zog der Instruktor die Reißleine und unser Fallschirm wurde ausgelöst. Das muss eine große Erleichterung gewesen sein. Langsam schwebend wieder auf den Boden. Es war so friedlich und heiter. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich bin mir sicher, dass die Aussicht dort oben einfach atemberaubend war. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Es war wirklich unvergesslich. Ich kann es kaum erwarten, es irgendwann wieder zu tun. Nächstes Mal solltest du mit mir kommen. Ich weiß nicht, John. Ich müsste viel Mut aufbringen, bevor ich aus einem Flugzeug springe. Glaub mir, es lohnt sich. Der Adrenalinschub ist wie nichts anderes. Lektion 4. Produktivitätshacks. Hey Anna, kann ich dich um einen Rat bitten, wie du produktiver arbeiten kannst? Oh, ich würde mich freuen, ein paar Tipps zu teilen. Mit welchen Dingen hast du zu kämpfen? Nun, ich habe das Gefühl, dass ich mit meiner To-Do-Liste immer ins Hintertreffen gerate und nie genug Zeit am Tag habe. Ich verstehe. Einer der besten Produktivitätshacks, die ich gelernt habe, ist das Erstellen einer detaillierten To-Do-Liste. Eine To-Do-Liste, hm? Das habe ich schon einmal versucht, aber am Ende vergesse ich es immer wieder. Der Schlüssel ist, es visuell zu machen und es an einem Ort aufzubewahren, an dem Sie es oft sehen werden. Versuchen Sie es vielleicht mit einem Whiteboard oder Haftnotizen. Das ist eine gute Idee. Ich habe ein leeres Whiteboard in meinem Büro, das ich nie benutze. Genau. Wenn Sie alles aufschreiben, fühlt es sich konkreter an und hilft Ihnen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Okay, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Welche anderen Tipps haben Sie zur Steigerung der Produktivität? Eine andere Sache, die für mich wegweisend war, ist das Zeitsperren. Sperren Sie bestimmte Zeitfenster in Ihrem Kalender für verschiedene Aufgaben aus. Zeitblockierung, Also quasi alles planen, sogar bis auf die kleinen Dinge? Genau. Es hilft Ihnen, konzentriert zu bleiben und zu vermeiden, von anderen Dingen abgelenkt zu werden, die auftauchen. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich nützlich wäre. Ich lasse mich immer in 1 Million Richtungen ziehen. Auf jeden Fall.
Und vergiss nicht, auch Pausen einzubauen. Regelmäßige kurze Pausen können Sie tatsächlich produktiver machen. Ah, ja, der alte Ansatz intelligenter Arbeiten, nicht härter. Ich mag ihn. Hast du noch andere Tricks im Ärmel? Eine weitere Sache: Versuchen Sie, ähnliche Aufgaben zusammenzustellen. Auf diese Weise können Sie in einen Flow-Zustand wechseln, anstatt ständig die Gänge zu wechseln. Batch-Aufgaben, verstanden. Das ist alles sehr hilfreich. Ich freue mich darauf, diese Produktivitätshacks in die Praxis umzusetzen. Ich bin mir sicher, dass sie einen großen Unterschied für dich machen werden. Lass mich wissen, wie es läuft und ob du weitere Tipps brauchst. Werde ich machen. Vielen Dank. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, Ihr Wissen über Produktivität zu teilen. Lektion 5: Technisch versiert. Morgen. Ich brauche eine neue Laptop-Tasche. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Unbedingt. Ich habe gerade dieses wirklich tolle bekommen, das ein gepolstertes Laptopfach hat. Ein gepolstertes Laptopfach. Das klingt ziemlich nützlich. Was hat es sonst noch? Nun, es hat viele andere Taschen und Fächer, um alles organisiert zu halten. Und es ist auch super haltbar. Organisation ist der Schlüssel, wenn Sie ständig unterwegs sind. Gibt es in verschiedenen Stilen? Ja, sie haben alle möglichen Designs von elegant und professionell bis eher lässig und sportlich. Das ist gut zu wissen. Ich möchte etwas, das gut aussieht, aber auch praktisch ist, weißt du? Auf jeden Fall. Dieser kreuzt alle Kästchen an. Das Material ist wirklich hochwertig, sieht aber nicht sperrig aus. Toll, genau das suche ich. Erinnerst du dich zufällig an den Markennamen? Oh ja, es ist der XYZ Tech Backpack. Ich habe ihn bei Amazon bekommen und die Bewertungen sind großartig. XYZ Tech, verstanden. Das muss ich mir mal ansehen. Irgendwelche anderen Funktionen, nach denen ich suchen sollte? Nun, einige andere praktische Dinge sind ein Gepäckgurt, mit dem Sie ihn über den Koffergriff stecken können, und vielleicht sogar ein USB-Ladeanschluss. Ein USB-Ladeanschluss, Das wäre super praktisch, um meine Geräte am Laufen zu halten. Absolut. Es ist wirklich praktisch für mich, wenn ich auf Reisen bin oder in Coffeeshops arbeite. Toll, du hast mir viele tolle Dinge gegeben, nach denen ich suchen kann. Ich schätze den Rat sehr. Natürlich. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, sobald Sie mit dem Durchsuchen der Optionen beginnen. Werde ich machen. Danke nochmal, Anna. Ich fühle mich viel besser darüber informiert, wie ich die perfekte Laptoptasche finde. Lektion 6: Aufregendes neues Produkt. Hallo Anna, haben Sie von der neuen Produkteinführung unseres Unternehmens gehört? Ja, ich habe die Werbung dafür gesehen. Ich freue mich wirklich darauf, mehr zu erfahren. Was kannst du mir darüber erzählen? Nun, es ist ein revolutionäres neues Gerät, das die Spielregeln in unserer Branche verändern wird. Oh, faszinierend. Welche Funktionen hat es, die es so bahnbrechend machen?
Zunächst einmal verfügt es über modernste KI-Technologie, die es unglaublich intelligent und intuitiv zu bedienen macht. Wow, KI-Technologie? Das ist wirklich beeindruckend. Was unterscheidet es noch von anderen Produkten auf dem Markt? Es hat auch einige super schlanke und moderne Designelemente. Außerdem ist die Akkulaufzeit beispiellos. Hervorragend, Design und Akkulaufzeit sind für mich zwei der wichtigsten Faktoren. Gibt es noch andere wichtige Details, die ich wissen sollte? Absolut. Es ist mit all unseren anderen Produkten kompatibel und fügt sich daher nahtlos in unser Ökosystem ein. Integration und Ökosystemkompatibilität, das ist entscheidend. Ich verstehe, warum du dich so über diesen Launch freust. Auf jeden Fall. Wir arbeiten seit Jahren daran, und ich glaube wirklich, dass das alles verändern wird. Ich kann es kaum erwarten, einen in die Hände zu bekommen und ihn in Aktion zu sehen. Wann wird es zum Kauf angeboten? Es wird in den nächsten Wochen in die Regale kommen. Ich würde empfehlen, es vorzubestellen, wenn Sie zu den ersten gehören möchten, die es ausprobieren. Gut zu wissen. Ich werde auf jeden Fall nach den Vorbestellmöglichkeiten Ausschau halten. Das klingt nach einem absoluten Muss. Absolut. Ich bin zuversichtlich, dass es ein großer Erfolg wird. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. Lektion 7. Perfekte Passform. Hervorragend. Dieses Shirt passt dir wie angegossen. Was denkst du? Ich weiß, es ist unglaublich. Der Schnitt und das Material sind einfach perfekt. Absolut. Die Schneiderei ist hervorragend. Es betont wirklich deine Figur. Du hast recht, es ist so schmeichelhaft. Ich glaube, das muss ich mit nach Hause nehmen. Tolle Idee. Sie wurde im Grunde für dich gemacht. Die Farbe und der Stil passen wunderbar zu dir. Ich bin so froh, dass ich beschlossen habe, es anzuprobieren. Manchmal kann es schwierig sein, die richtige Passform zu finden. Erzähl mir davon. Aber dieser ist ein totaler Homerun. Es hat praktisch deinen Namen gerufen. Haha, du hast recht. Ich konnte nicht widerstehen, als ich sah, wie gut es zu meiner Form passte. Eine hervorragende Wahl. Ich habe das Gefühl, dass du dieses Shirt ziemlich abnutzen wirst. Ich auch. Es wird mit Sicherheit ein fester Bestandteil der Garderobe sein. Ich freue mich sehr über diesen Fund. So wie du sein solltest. Es ist selten, etwas zu finden, das so gut von der Stange passt. Auf jeden Fall muss ich mich mit mehr Stücken dieser Marke eindecken. Die Qualität ist hervorragend. Kluger Schachzug. Ihre Liebe zum Detail ist wirklich beeindruckend. Sie haben heute eine hervorragende Entscheidung getroffen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Dieser Einkaufsbummel war dank Ihnen ein voller Erfolg. Gern leihe ich mein fachkundiges Auge. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Empfehlungen benötigen. Lektion 8. Die Freude am Miniaturmodellieren. Joanna, hast du dich schon einmal mit Miniaturmodellieren beschäftigt? Modellbau im Miniaturformat? Nein, das kann ich nicht sagen. Worum geht es da überhaupt? Es ist dieses wirklich coole Hobby,
bei dem man kleine Modelle von Dingen baut und bemalt. Ah, ich verstehe, das klingt faszinierend. Welche Art von Modellen stellen die Leute normalerweise her? Oh, alles Mögliche, Modelleisenbahnen, Puppenhäuser, Flugzeuge, Schiffe, was auch immer. Wow, das ist so kompliziert und detailliert. Es muss viel Geschick und Geduld erfordern. Auf jeden Fall. Es ist die Art von Hobby, die es dir ermöglicht, wirklich zu entfliehen und kreativ zu werden. Das kann ich mir vorstellen. Deine eigene kleine Welt in Miniaturform zu bauen, muss so befriedigend sein. Absolut. Es ist, als würde man sein eigenes winziges Universum erschaffen, weißt du? Das ist eine großartige Art, es auszudrücken. Ich verstehe den Reiz einer solchen Kontrolle. Exakt. Und der Detaillierungsgrad, den sie erreichen können, ist wirklich beeindruckend. Ich wette, muss man sehr künstlerisch und schlau sein, um mit dem Modellieren von Miniaturen zu beginnen? Nicht unbedingt. Es gibt eine kleine Lernkurve, aber die Grundlagen sind ziemlich einfach. Gut zu wissen. Ich bin nicht besonders künstlerisch veranlagt, aber das klingt nach etwas, auf das ich mich einlassen könnte. Vollkommen. Es ist ein Hobby, das jeder erlernen und Freude daran finden kann. Das ist großartig. Vielleicht muss ich es irgendwann versuchen. Woher bekommst du überhaupt die Materialien dafür? Es gibt alle Arten von Hobbygeschäften, die sich an Miniaturmodellbauer richten. Sie haben Bausätze, Werkzeuge, Farben, die ganzen 9 Meter. Schön, das macht es dann wirklich zugänglich. Ich bin jetzt definitiv fasziniert. Du solltest es versuchen. Es ist so ein lustiges und lohnendes Hobby. Ich glaube, vielleicht. Danke, dass du mir alles erzählt hast, John. Du hast mich wirklich interessiert. Jederzeit. Ich freue mich, dass ich dir die Welt des Miniaturmodellbaus vorstellen konnte. Lektion 9. Erkundung des Verkehrs. Hey, hattest du die Gelegenheit, nach Transportmöglichkeiten in dieser neuen Stadt zu suchen? Nein, noch nicht. Ich habe mich so auf andere Aspekte des Umzugs konzentriert, dass mir das durch den Kopf gegangen ist. Ah, ich verstehe. Also, ich habe ein bisschen nachgeforscht und ich glaube, ich habe einige vielversprechende Optionen gefunden. Oh, fantastisch. Was hast du bisher entdeckt? Ich bin gespannt auf Ihre Ergebnisse. Zunächst einmal scheint das öffentliche Verkehrssystem hier ziemlich umfangreich und effizient zu sein. Wirklich. Das ist toll zu hören. Welche Art von Berichterstattung bietet es in der ganzen Stadt? Soweit ich das beurteilen kann, gibt es Busse, Züge und sogar ein Stadtbahnsystem, das die wichtigsten Knotenpunkte verbindet. Wow, das klingt unglaublich praktisch. Und was ist mit alternativen Transportmitteln? Exzellente Frage. Ich habe mich auch mit Mitfahrdiensten und Bikesharing-Programmen befasst. Bikesharing, Das könnte eine unterhaltsame und umweltfreundliche Art sein, sich fortzubewegen. Unbedingt. Und die Riedeshaare-Optionen scheinen mit einer Vielzahl von Anbietern ziemlich robust zu sein. Wunderbar. Das gibt uns viel Flexibilität,
abhängig von unseren Bedürfnissen und Vorlieben. Exakt. Ich denke, wir werden in der Lage sein, eine Transportlösung zu finden, die für uns reibungslos funktioniert. Ich bin wirklich beeindruckt von der Vielfalt der Möglichkeiten, die diese Stadt zu bieten hat. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich stimme zu, es ist ziemlich aufregend. Sollen wir gemeinsam tiefer in die Einzelheiten eintauchen? Lektion 10. Hilfreiche Erkundung. Das wäre wirklich hilfreich. Wo fangen Sie normalerweise an, wenn Sie nach Transportmöglichkeiten in einer neuen Stadt suchen? Gute Frage. Normalerweise schaue ich mir zunächst die offizielle Website oder die Verkehrsbehörde der Stadt an. Das macht sehr viel Sinn. Sie hätten wahrscheinlich die umfassendsten und aktuellsten Informationen. Exakt. Sie bieten in der Regel detaillierte Karten, Fahrpläne und sogar Tarifinformationen für die verschiedenen Verkehrsmittel. Fantastisch. Und welche anderen Ressourcen findest du hilfreich bei der Planung deines Pendelns? Nun, ich schaue mir auch gerne Bewertungen und Empfehlungen von Einheimischen oder anderen kürzlich durchgeführten Transplantationen an. Guter Punkt. Sie hätten die Erfahrung aus erster Hand, um wertvolle Einblicke zu geben. Absolut. Manchmal fehlen in den offiziellen Informationen kleine Nuancen oder weniger bekannte Juwelen. Ich verstehe. Also, haben Sie irgendwelche Apps oder Websites, die Sie verwenden, um Ihre Transportrouten zu planen? Ja, tatsächlich. Es gibt ein paar wirklich nützliche Apps wie Google Maps und Transit, die ich als unglaublich hilfreich empfunden habe. Ja, das sind hervorragende Optionen. Sie können Updates und Routenplanung in Echtzeit bereitstellen, oder? Auf jeden Fall. Sie integrieren sogar Informationen der lokalen Transitanbieter und sorgen so für einen reibungslosen Ablauf. Das ist fantastisch. Das hört sich so an, als ob Sie einen ziemlich umfassenden Ansatz haben, um sich in neuen Städten zurechtzufinden. Ich habe festgestellt, dass dies der effizienteste Weg ist, sich ein Bild zu machen und die besten Transportlösungen zu finden. Hervorragend. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie Ihren Prozess geteilt haben. Es hat mir einen guten Ausgangspunkt für meine eigenen Forschungen gegeben. Ich helfe gerne. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, während Sie die Optionen weiter erkunden. Absolut. Ich bin mir sicher, dass ich Ihr Fachwissen mehr nutzen werde, wenn ich mich eingehender damit beschäftige. Lektion 11. Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit. Haben Sie von den jüngsten Datenschutzverletzungen und Hacking-Vorfällen gehört? Ja, ich habe die Nachrichten aufmerksam verfolgt. Es ist wirklich alarmierend, wie verbreitet diese Cyberangriffe geworden sind. Absolut. Es scheint, als würden wir ständig von großen Unternehmen und Organisationen hören, die ins Visier genommen werden. Auf jeden Fall. Das Ausmaß und die Raffinesse dieser Angriffe sind wirklich besorgniserregend. Ich stimme zu. Haben Sie irgendwelche Gedanken dazu, was getan werden kann, um sich besser vor diesen Bedrohungen zu schützen? Nun, ich denke, eine verstärkte Aufklärung und Sensibilisierung für Cybersicherheit ist von entscheidender Bedeutung. Viele dieser Angriffe nutzen menschliche Schwachstellen aus. Das ist ein gutes Argument. Es ist so wichtig, die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu melden.
Exakt. Und auf individueller Ebene. Verwenden Sie starke und einzigartige Passwörter, ermöglichen Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung und achten Sie auf Phishing-Versuche. Das sind alles hervorragende Empfehlungen. Was ist mit der organisatorischen Seite? Was können Unternehmen tun? Nun, Sie müssen in eine robuste Sicherheitsinfrastruktur investieren und über die neuesten Bedrohungen und Sicherheitslücken auf dem Laufenden bleiben. Richtig, es ist wichtig, Ihre Systeme und Software auf dem neuesten Stand zu halten. Auf jeden Fall. Und testen regelmäßig Ihre Notfallpläne, um sicherzustellen, dass Sie auf das Schlimmste vorbereitet sind. Das macht absolut Sinn. Proaktivität und Vorsorge sind angesichts dieser sich entwickelnden Cyberbedrohungen von entscheidender Bedeutung. Absolut. Es ist eine sich ständig verändernde Landschaft, daher sind Wachsamkeit und Anpassungsfähigkeit unerlässlich. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Dies war eine wirklich informative Diskussion zu einem wichtigen Thema. Lektion 12. Transportreisen. Hast du jemals über die verschiedenen Arten nachgedacht, wie wir uns fortbewegen können? Du meinst Transport? Ich finde das Thema wirklich faszinierend. Definitiv. Es gibt so viele Verkehrsmittel, jedes mit seinen eigenen Vorteilen. Absolut. Von traditionellen Methoden wie Gehen und Radfahren bis hin zu moderneren Optionen. Exakt. Und dann gibt es diejenigen, die Menschen am Boden bewegen, im Gegensatz zu denen, die in den Himmel oder ins Wasser steigen. Das ist ein gutes Argument. Bodentransporte wie Autos, Züge und Busse im Vergleich zu Flug- und Seeverkehrsmöglichkeiten. Und jeder hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften. Zum Beispiel können Flugzeuge Sie viel schneller an Orte bringen als mit dem Auto. Stimmt, aber Züge können eine wirklich komfortable und landschaftlich reizvolle Art des Reisens sein, insbesondere über lange Strecken. Absolut. Die Reise kann genauso angenehm sein wie das Ziel, wenn Sie den Zug nehmen. Auf jeden Fall. Und dann gibt es Wasserfahrzeuge wie Boote und Fähren, die ein ganz anderes Reiseerlebnis bieten. Exakt. Bewegt sich eher über das Wasser als über Land oder Luft. Es hat eine gewisse Ruhe. Auf jeden Fall. Und neuere Innovationen wie Elektrofahrzeuge und Hochgeschwindigkeitszüge verändern die Verkehrslandschaft wirklich. Absolut, die Zukunft des Transports ist wirklich aufregend. Es gibt so viele Möglichkeiten, die es zu erkunden gilt. Stimme voll und ganz zu. Es ist ein faszinierendes Thema mit so viel Raum für Innovation und Entwicklung. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Das war eine großartige Diskussion über die Wunder des Transports. Lektion 13. Nährende Ernährung. Also, haben Sie in letzter Zeit Änderungen an Ihrer Ernährung vorgenommen? Weißt du, ich habe mich wirklich darauf konzentriert, eine ausgewogene Ernährung aufrechtzuerhalten. Es ist so wichtig für die allgemeine Gesundheit. Absolut. Eine ausgewogene Ernährung ist entscheidend. Was für Dinge hast du eingebaut? Nun, ich habe versucht, eine gute Mischung aus Protein, Obst,
Gemüse, Vollkornprodukten und gesunden Fetten zu bekommen. Das ist großartig. Abwechslung ist der Schlüssel, wenn es um gesunde Ernährung geht. Exakt. Und ich habe den Konsum verarbeiteter Lebensmittel und zuckerhaltiger Snacks reduziert. Kluger Schachzug. Diese Art von Lebensmitteln kann eine ausgewogene Ernährung wirklich untergraben. Auf jeden Fall. Ich finde, wenn ich mehr ganze, unverarbeitete Lebensmittel esse, fühle ich mich einfach viel besser. Das kann ich mir vorstellen. Die ernährungsphysiologischen Vorteile sind so viel höher. Auf jeden Fall. Und es geht auch nicht nur um die körperlichen Vorteile. Eine ausgewogene Ernährung kann auch die geistige Klarheit und das Energieniveau verbessern. Das ist ein wirklich gutes Argument. Die Verbindung zwischen Geist und Körper, wenn es um Ernährung geht, ist so wichtig. Absolut. Es geht darum, unseren Körper und Geist mit den richtigen Nährstoffen zu versorgen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Haben Sie seit diesen Ernährungsumstellungen spezifische Verbesserungen festgestellt? Ja, tatsächlich. Meine Verdauung hat sich verbessert und ich habe den ganzen Tag über mehr Energie. Das ist fantastisch. Kleine Änderungen können wirklich einen großen Unterschied machen. Auf jeden Fall. Es geht darum, dieses Gleichgewicht zu finden und dabei zu bleiben. Nun, es klingt, als ob du wirklich auf dem richtigen Weg bist. Das war eine großartige Diskussion über den Wert einer ausgewogenen Ernährung. Lektion 14. Arzt oder Pädagoge? Hey Anna, hast du jemals über eine Karriere im medizinischen Bereich nachgedacht? Weißt du, darüber habe ich in letzter Zeit viel nachgedacht. Es ist so ein interessantes und wichtiges Feld. Auf jeden Fall. Arzt zu sein scheint unglaublich erfüllend zu sein. Das stimmt, aber es erfordert auch ein großes Engagement in Bezug auf Bildung und Ausbildung. Guter Punkt. Der Weg zum Arzt ist ziemlich lang und beschwerlich. Exakt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Geduld für all die Jahre des intensiven Lernens habe. HMM, das ist ein berechtigtes Anliegen. Welche anderen Karrierewege haben Sie in Betracht gezogen? Nun, in letzter Zeit hat mich die Idee, zu unterrichten, tatsächlich mehr angezogen. Oh, das ist eine faszinierende Idee. Was reizt dich am Unterrichten? Ich liebe die Idee, junge Köpfe inspirieren und leiten zu können. Es fühlt sich für mich einfach so bedeutsam an. Das ist eine wunderbare Perspektive. Unterrichten kann ein so wirkungsvoller Beruf sein. Auf jeden Fall. Und der Bildungsweg ist im Allgemeinen etwas kürzer als der medizinische Weg. Das ist ein gutes Argument. Es könnte eine zugänglichere Option für Sie sein. Exakt. Außerdem glaube ich, dass mir die täglichen Interaktionen mit den Schülern wirklich Spaß machen würden. Das sehe ich. Die Fähigkeit, auf persönlicher Ebene mit Menschen in Kontakt zu treten, ist so wertvoll. Absolut. Es ist einfach eine andere Art von Erfüllung als die klinische Arbeit eines Arztes. HMM, das ist eine wirklich aufschlussreiche Sichtweise. Es kommt darauf an, was dich wirklich inspiriert.
Exakt. Ich sondiere immer noch meine Möglichkeiten, aber das Unterrichten weckt definitiv mein Interesse immer mehr. Nun, welchen Weg Sie auch wählen, ich bin sicher, Sie werden einen Weg finden, einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Lektion 15. Der Aufstieg aufgenommener Musik. Guten Morgen. Haben Sie sich über die neuesten Entwicklungen bei Musikaufnahmen auf dem Laufenden gehalten? Wissen Sie, ich war wirklich fasziniert von den Fortschritten in diesem Bereich. Es ist ziemlich bemerkenswert. Absolut. Wussten Sie, dass Thomas Edison daran gearbeitet hat, die Aufnahmeeigenschaften von Wachszylindern zu verbessern? Faszinierend. Ich hatte von seiner Arbeit mit dem Phonographen gehört, aber ich wusste nicht, dass er sich speziell auf Wachszylinder konzentrierte. Ja, offenbar hat er mit verschiedenen Materialien und Techniken experimentiert, um die Klangqualität zu verbessern. Das ist beeindruckend. Ich kann mir vorstellen, dass das Streben nach einer besseren Klangwiedergabe eine ziemliche technische Herausforderung sein muss. Auf jeden Fall. Soweit ich weiß, hat er auch flache Schallplatten als alternativen Ansatz untersucht. HMM, flache Schallplatten statt des zylindrischen Formats. Das ist eine interessante Entwicklung. In der Tat. Die flachen Disks könnten möglicherweise einfacher in Serie herzustellen und zu vertreiben sein, was die Reichweite aufgezeichneter Musik erheblich erweitern könnte. Das ist ein gutes Argument. Barrierefreiheit ist der Schlüssel, wenn diese Technologie immer mehr zum Mainstream werden soll. Absolut. Ich frage mich, welche anderen Innovationen wir in den kommenden Jahren in diesem Bereich sehen könnten. Ich auch. Es ist eine aufregende Zeit für die Entwicklung der aufgezeichneten Musik. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft bringt. Das Gleiche hier. Die Möglichkeiten sind wirklich faszinierend, nicht wahr? Auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, darüber nachzudenken, wie sehr sich die Art und Weise, wie wir Musik erleben, verändert. Ich stimme zu. Diese Fortschritte könnten die Art und Weise, wie wir Musik konsumieren und schätzen, wirklich revolutionieren. Absolut. Es ist eine faszinierende Zeit, am Leben zu sein und diese technologischen Durchbrüche mitzuerleben. Gut gesagt. Ich freue mich wirklich darauf zu sehen, wohin das alles führt. Lektion 16. Prioritäten im Auge behalten. Hey Anna, ich wollte mit dir über etwas reden. Ich habe gerade so viele Aufgaben auf meinem Teller und ich habe Probleme, mich zu organisieren. Ich verstehe dich, John. Es kann so schwierig sein, all die verschiedenen Dinge, die wir heutzutage tun müssen, unter einen Hut zu bringen. Exakt. Ich glaube, ich muss mir ein besseres System einfallen lassen, um den Überblick zu behalten. Das ist eine tolle Idee. Haben Sie darüber nachgedacht, eine Checkliste oder To-Do-Liste zu erstellen? Weißt du, das ist ein gutes Argument. Ich mache eine Checkliste, die mir hilft, den Überblick zu behalten. Checklisten können sehr hilfreich sein, um organisiert zu bleiben und sicherzustellen, dass Sie nichts Wichtiges vergessen. Auf jeden Fall. Ich finde, wenn ich Dinge aufschreibe, ist es viel einfacher, meine Prioritäten im Auge zu behalten. Absolut. Außerdem ist es befriedigend, Elemente von einer Liste abzuhaken, wenn Sie sie abschließen. Absolut. Ich mache eine Checkliste,
sobald wir mit dem Chatten fertig sind. Es wird mir helfen, das Gefühl zu haben, viel mehr Kontrolle zu haben. Das ist großartig, John. Das wird bestimmt einen großen Unterschied in Ihrer Produktivität und Ihrem Stresslevel machen. Das hoffe ich. Ich fühle mich in letzter Zeit etwas überfordert, also freue ich mich sehr darauf, das auszuprobieren. Nun, ich freue mich, dass ich diesen hilfreichen Vorschlag machen konnte. Lassen Sie mich wissen, wie es mit Ihrem neuen Checklistensystem läuft. Das werde ich tun. Danke für die tolle Idee. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen. Natürlich, John. Ich freue mich immer, ein offenes Ohr zu haben und jeden Rat zu geben, den ich kann. Dafür sind Freunde da. Nun, du bist ein fantastischer Freund. Ich werde Sie auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden halten, wie die Checkliste aussieht. Lektion 17. Sparen bei saisonalen Produkten. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie teuer frische Produkte in letzter Zeit waren? Definitiv, John. Es scheint, als ob die Preise einfach weiter steigen und steigen. Ich weiß, es ist wirklich hart. Ich hatte immer Mühe, gute Angebote für Obst und Gemüse zu finden. Das Gleiche hier. Es kann so frustrierend sein, ein Budget einzuhalten, wenn die Preise so hoch sind. Das ist ein gutes Argument. Ich habe versucht, Wege zu finden, um bei Produkten zu sparen. Oh wirklich? Welche Strategien hast du benutzt? Nun, ich habe angefangen, mehr darauf zu achten, was gerade Saison hat. Das saisonale Zeug ist in der Regel günstiger. Ah ja, das ist ein kluger Schachzug. Der Kauf von Produkten der Saison ist eine großartige Möglichkeit, Geld zu sparen. Exakt. Und ich versuche auch, auf dem örtlichen Bauernmarkt einzukaufen, wenn ich kann. Oh, der Bauernmarkt ist eine tolle Idee. Oft findet man dort richtig gute Angebote. Vollkommen. Außerdem können Sie lokale Landwirte unterstützen, was ein zusätzlicher Bonus ist. Absolut. Ich liebe es, mit den Verkäufern zu chatten und mehr darüber zu erfahren, woher mein Essen kommt. Ich auch. Es ist ein viel persönlicheres und angenehmeres Einkaufserlebnis. Auf jeden Fall. Haben Sie andere Möglichkeiten gefunden, um bei frischen Produkten zu sparen? Nun, ich habe auch versucht, meine Mahlzeiten im Voraus zu planen und eine Einkaufsliste zu erstellen. Oh, das ist ein toller Tipp. Die Planung von Mahlzeiten und das Erstellen einer Liste können Ihnen wirklich dabei helfen, Ihr Budget einzuhalten. Auf jeden Fall. Es verhindert, dass ich spontan Lebensmittel kaufe und verschwende. Exakt. Diese kleinen Strategien können einen großen Unterschied in Ihrer Lebensmittelrechnung ausmachen. Ganz gewiss. Ich freue mich, dass wir uns darüber unterhalten konnten. Es hat mir einige gute Ideen gegeben, die ich ausprobieren kann. Absolut. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Es ist immer gut, Tipps zum Geldsparen zu teilen. Auf jeden Fall. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das mit mir zu besprechen. Lektion 18. Die Wunder der Natur entdecken. Hey Anna, hast du von all den tollen Outdoor-Aktivitäten gehört, die wir hier anbieten? Nein, über was für Dinge sprichst du? Nun,
Wir haben einige wunderschöne Wanderwege und Parks, die nur eine kurze Autofahrt entfernt sind. Oh wirklich. Das klingt herrlich. Ich würde gerne die freie Natur erkunden. Auf jeden Fall. Und es gibt auch eine lokale Farm, die wir besuchen können, um frische Produkte zu kaufen. Eine lokale Farm. Das ist genau mein Ding. Ich liebe es, die Landwirtschaft in Gemeinden zu unterstützen. Das gleiche hier. Wir könnten einen ganzen Tag draus machen, morgens wandern und dann zur Farm gehen. Das ist eine wunderbare Idee. Ich stelle mir bereits einen perfekten Tag voller Natur vor. Das gleiche hier. Wir könnten ein kleines Picknick einpacken, um es zu genießen, während wir auf den Wanderwegen sind. Oh ja, das wäre die perfekte Art, einen Tag zu verbringen. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Hast du irgendwelche Lieblingswandergebiete in der Umgebung, die du empfehlen würdest? Lass mich nachdenken. Ich habe gehört, dass die Wege im Willow Creek Park wirklich malerisch und friedlich sind. Ah ja, ich wollte mir diesen Ort ansehen. Klingt nach dem perfekten Ort. Auf jeden Fall. Und ich wette, der Hofstand wird köstliche saisonale Produkte anbieten, die wir für unser Picknick verwenden können. Absolut. Wir müssen es herausfinden und sehen, welche Leckereien sie auf Lager haben. Ich kann das frische Obst und Gemüse schon probieren. Das wird so ein lustiges Abenteuer. Ich stimme zu, es wird ein wunderbarer Tag in der Natur. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Wann sollten wir diesen Wander- und Farmausflug planen? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Hört sich Samstagmorgen gut an für dich? Perfekt. Samstag ist es. Ich freue mich so, das wird unglaublich. Toll, dann ist es ein Plan. Das wird eine großartige Möglichkeit sein, mit der lokalen Gemeinschaft in Kontakt zu treten. Auf jeden Fall. Und schnappen Sie sich auch etwas frische Luft und bewegen Sie sich. Es wird die perfekte Balance sein. Genau. In Ordnung, fangen wir an, alle Details zu planen. Das wird lustig werden. Lektion 19. Positiv bleiben in herausfordernden Zeiten. Guten Morgen, Anna. Ich wollte dich fragen, wie du mit der Lockdown-Situation umgegangen bist. Nun, um ehrlich zu sein, es war eine kleine Achterbahnfahrt, aber ich habe das Gefühl, dass ich langsam meinen Groove finde. Ich freue mich, das zu hören. Gab es etwas Besonderes, das dir geholfen hat, das alles durchzustehen? Ja, tatsächlich. Ich habe festgestellt, dass es einen großen Unterschied gemacht hat, sich auf das Positive zu konzentrieren und kleine Freuden zu finden. Das ist toll zu hören. Was hast du getan, um optimistisch zu bleiben? Nun, ich nehme mir Zeit für Hobbys, die mir Spaß machen, wie Gartenarbeit und Lesen. Es war wirklich therapeutisch. Ah, das klingt nach wunderbaren Möglichkeiten, bei all dem etwas Ruhe und Seelenfrieden zu finden. Auf jeden Fall. Und ich habe mir auch Mühe gegeben, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben, auch wenn es virtuell ist. Das ist so wichtig. Es ist leicht, sich isoliert zu fühlen, aber die Aufrechterhaltung dieser sozialen Verbindungen ist entscheidend. Absolut. Ich habe tatsächlich einige großartige Online-Communities entdeckt, die mich wirklich unterstützt haben.
Das ist fantastisch. Es ist inspirierend zu hören, wie Sie das positiv angehen. Danke, John. Ich denke, es geht nur darum, deine Denkweise zu ändern und die Silberstreif am Horizont zu finden. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Es ist so leicht, sich in der Negativität zu verzetteln, aber die Entscheidung, sich auf das Gute zu konzentrieren, macht den Unterschied. Auf jeden Fall. Und es war wirklich hilfreich, kleine tägliche Rituale oder Aktivitäten zu haben, die mir Freude bereiten. Das ist ein wunderbarer Ansatz. Welche täglichen Rituale haben Sie als am wohltuendsten empfunden? Nun, ich lege Wert darauf, jeden Tag draußen spazieren zu gehen, auch wenn es gleich um den Block ist. Das ist großartig. Frische Luft und ein bisschen Bewegung können Wunder für Körper und Geist bewirken. Absolut. Und ich habe auch versucht, meinen Nachrichtenkonsum zu begrenzen, um mich nicht überfordert zu fühlen. Das ist eine kluge Strategie. Es ist wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben, aber nicht bis zu dem Punkt, an dem es deine Energie verbraucht. Exakt. Ich habe festgestellt, dass es für mein allgemeines Wohlbefinden entscheidend war, dieses Gleichgewicht zu finden. Es hört sich so an, als ob Sie in dieser herausfordernden Zeit wirklich sehr auf sich selbst aufpassen. Ich bewundere deine Widerstandsfähigkeit. Danke, John. Ich tue mein Bestes, um positiv zu bleiben und mich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich kontrollieren kann. Das ist der perfekte Ansatz. Ich bin mir sicher, dass Ihre positive Einstellung auch Ihre Mitmenschen inspiriert.